Kann die argentinische Nationalmannschaft noch von der WM 2026 ausgeschlossen werden? Wenn der Machtkampf in Argentinien so weitergeht, dann besteht laut FIFA-Statuten jedenfalls die Möglichkeit dazu. Ese es el fútbol argentino, la esencia nuestra. Wenn ihr denkt, der Streit um 50+1 ist groß, dann kommt mit mir nach Argentinien. Hier mischt sich sogar der Staatschef ein. Heute geht es um den großen Konflikt um die Privatisierung des argentinischen Fußballs und warum Anfang März ein ganzer Spieltag abgesagt wurde. Das hier ist ein kleiner Deep Dive in die Machtstrukturen des argentinischen Fußballs. Ein Taxifahrer in Buenos Aires hat mir einmal gesagt, dieses Land kann 3 Jahre ohne Präsidenten überleben, schafft es mit der größten Inflation umzugehen und akzeptiert jeden Streit. Aber 3 Tage ohne Fußball und dieses Land dreht völlig am Rad. Und genau deshalb wirkt die folgende Nachricht so unglaublich. In Argentinien wurde ein kompletter Spieltag einfach abgesagt. Am 23. Februar 2026 veröffentlichte der argentinische Verband ein Kommuniqué. Darin hieß es, der 9. Spieltag, eigentlich vom 5. bis zum 8. März, soll ausgesetzt werden. Nicht wegen Regen, nicht wegen Gewalt, sondern als Zeichen des Protests. Wegen einer juristischen Auseinandersetzung zwischen dem argentinischen Fußballverband und dem argentinischen Staat. Was einfach nur nach Verbandspolitik klingt, ist die große Sinnfrage im argentinischen Fußball. Wer regiert den argentinischen Fußball? Die Mitglieder oder doch private Investoren? Der Verband oder gar der Verbandschef? Oder doch der Staatschef, der Präsident von Argentinien? Es gibt einen Begriff, der in solchen Konflikten sehr häufig sehr schnell fällt, und das ist die FIFA-Suspendierung. Nicht als offizielle Drohung, sondern eher als Regellogik der FIFA zum Schutz der Verbände. Denn die FIFA verlangt von ihren Mitgliedsverbänden Unabhängigkeit und die scheint in Argentinien in Gefahr. Sogar ziemlich akut, droht deswegen vielleicht sogar der WM-Ausschluss für Argentinien? Ist der Titelverteidiger mit Lionel Messi also gar nicht bei der WM dabei? Zumindest theoretisch scheint es möglich. Wir schauen uns das Ganze mal an und wo das Ganze überhaupt angefangen hat. Und zwar, wenig überraschend, hier, bei der Kettensäge. Die hat einiges in Argentinien verändert. Privatisierung ist das neue Credo des Landes. Also der politische Rahmen ist schnell erzählt. 2023 wird Javier Milei zum neuen Präsidenten von Argentinien gewählt. Und er steht für ein Programm, das möglichst viel dem Markt überlassen will, den Staat so klein wie möglich machen will, alles privatisieren, was möglich ist. Kurzum, er ist ein Libertärer. Der erste gewählte libertäre Präsident. Sein Symbol ist die Kettensäge und die soll auch vor dem Sport nicht Halt machen. Besonders nicht vor dem Fußball, dem Allerheiligsten in Argentinien. Und der Streit, der entzündet sich an einer Frage, die in Argentinien fast heilig ist. Wem gehören eigentlich die Clubs? Die Vereine in Argentinien sind auch noch klassische Mitgliedervereine, wie wir es auch aus Deutschland kennen. Sie wählen ihren Präsidenten und sie zahlen Mitgliedsbeiträge. Sie verstehen ihren Verein als soziales Zentrum und wollen mitbestimmen. Die sogenannten Socios legitimieren sich über ihre Mitgliedsbeiträge und können so im Club mitbestimmen. Ganz ähnlich wie in Deutschland, wir haben die 50+1-Regel und hier gibt es also quasi die 100%-Regel. Und genau da setzt Milei jetzt an. Der hat ein Megadekret entlassen, das den Vereinen erlaubt, SADs, sogenannte anonyme Sportgesellschaften zu sein. Die können dann Gewinne erzielen, also sind keine Vereine mehr, also quasi erlaubt dann eine Ausgliederung aus den Vereinen. Per Gesetz, per Dekret, und das will er dem Verband vorschreiben. Aber dieser Vorschlag stößt nicht auf viel Gegenliebe. Der Verband erlässt sofort neue Statuten, dass nur Vereine an der AFA teilnehmen dürfen, also an den Wettbewerben in Argentinien, die auch Mitgliedervereine sind. Fijar una posición institucional la han manifestado ustedes públicamente. Simplemente decirles de que quien les habla está más convencido que nunca de que ese es el fútbol argentino, la esencia nuestra. La mayoría por estatutos lo tienen, que no se cambian las asociaciones civiles.
estatutariamente ya tienen una posición fijada. Der Verband wirkt also Mileis Gesetz entgegen. Damit reagiert der Verband im Interesse der meisten Mitglieder und natürlich auch der meisten Fans in Argentinien. Dieses Gesetz hätte nämlich nichts Geringeres als eine komplette Änderung des argentinischen Fußballs angestoßen. Eine Revolution, wenn man so will. Jetzt hatten wir schon Javier Milei, auf der anderen Seite steht Chiqui Tapia. Claudio, genannt Chiqui Tapia, ist Präsident der AFA und das seit 2017. Und in seine Amtszeit fiel natürlich auch die Weltmeisterschaft von Argentinien 2022. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den man für die Zuschauer außerhalb von Argentinien erklären muss. Die AFA, die funktioniert so ein bisschen wie eine Mischung aus DFB und DFL. Die Erstligisten haben alle eine Stimme. Die Assembler, also die Versammlung, besteht aber aus 46 delegierten Stimmen. Wir haben 30 Erstligisten, was eine Menge ist, und noch 16 weitere Stimmen. Das heißt, man sichert sich die Macht am besten, indem man möglichst viele kleine Vereine begünstigt und um sich schart, dass man sich ihren Stimmen sicher ist. Genau das macht Tapia ziemlich gut und deswegen sitzt er auch ziemlich sicher in seinem Stuhl. Kritiker sagen, dass dieses System natürlich begünstigt, dass es Reformen sehr schwer haben und es sehr schwierig ist, im argentinischen Fußball irgendwas zu verändern. Wenn man solche Systeme also zum Wackeln bringen will, dann macht man das auf der ganzen Welt eigentlich gleich. Man diskreditiert sie oder man schaut sich die Geldströme an. Und das funktioniert manchmal in Argentinien ziemlich gut. Auch in diesem Fall führt das vielleicht zum Erfolg. Weil die Geldströme und Entscheidungen der AFA waren in den letzten Jahren durchaus dubios. Da gibt es Beispiele von Stadien, so wie zum Beispiel das Madre de Ciudades in Santiago del Estero. Da wird immer das Finale der Meisterschaft ausgetragen und an dem Bau gab es durchaus Kritik. Nämlich so ein modernes Stadion mitten ins Landesinnere zu setzen, in einen eigentlich ärmeren Bereich Argentiniens, wo das Geld wahrscheinlich woanders besser aufgehoben wäre. Genauso gibt es dann noch das Stadion in San Nicolás, das hat einfach keine Funktion und auch keinen Club. Das wird nur zum Supercup verwendet, das ist zwischen Rosario und Buenos Aires. Und der Politiker, der das Ganze veranlasst hat, war Chiqui Tapia sehr nahestehend. Und dann gibt es noch Barracas Central, den Club von Chiqui Tapia, der hat auch auf einmal ein neues Stadion bekommen, sogar mit seinem Namen. Außerdem fällt die argentinische Nationalmannschaft in letzter Zeit durch dubiose Testspiele in Afrika oder auch in Indien auf. Es gibt unter den Fans also breite Kritik an Tapia und er wird in nahezu allen Stadien beleidigt. Die Kritikpunkte der Fans sind ein aufgeblähtes Ligensystem, das sehr kompliziert ist und weitere willkürliche Entscheidungen. Ganz Unrecht haben sie damit nicht. Aber der eigentliche Sprengstoff 2025-2026, der liegt woanders. Nämlich bei Ermittlungen und Recherchen über AFA-nahe Vermarktungs- und Finanzierungsmodelle. Der erste: Surfinancias. Im Dezember 2025 gab es nämlich mehrere Durchsuchungen, unter anderem bei der AFA und bei vielen Clubs. Diese Durchsuchungen standen alle im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Surfinancias und der Vorwurf waren Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Dieses Finanzunternehmen ist so ein bisschen das argentinische Wirecard, jedenfalls ist es mit dem Verband gewachsen und trat aber auch als Sponsor des Verbands und von mehreren Clubs auf. Also die Verstrickung mit Tapia ist sehr offensichtlich. Wir sehen mal, was bei diesen Ermittlungen rauskommt und ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind. Und der zweite Vorwurf, der stammt von einer Investigativrecherche von der argentinischen Zeitung La Nación. Dabei ist von 42 Millionen US-Dollar die Rede, die die AFA mit einer Firma auf verschiedene andere Firmenkonten in Florida verteilt haben soll. Die AFA hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und von tendenziöser Berichterstattung gesprochen und spricht auch häufiger von einer Hexenjagd. Auch im Fall von Surfinancias. Es gibt noch keine abgeschlossenen Verurteilungen oder Ähnliches. Aber eins ist auch klar, der Regierung passt es ganz gut in den Kram, dass gegen Tapia ermittelt wird und er so ins Wackeln gebracht wird. Denn die Regierung unter Milei erhofft sich natürlich, dass so Tapia zu Fall gebracht werden kann. Wenn euch solche rechercheaufwendigen Stories gefallen, dann drückt doch jetzt bitte den Abonnieren-Button
Und wenn ihr ganz cool seid, den Hype-Button. Das würde sehr helfen und dann kann ich weiter solche Videos machen, weil es kostet schon ziemlich viel Zeit, ehrlicherweise. Es gibt dann noch einen Druck auf Tapia, den man auch nicht außer Acht lassen darf, nämlich einen rein sportlichen. Seit 2019 dominieren die Brasilianer die Copa Libertadores, also den wichtigsten Pokal hier in Lateinamerika. Es gibt oft rein brasilianische Finals und das schmeckt den Argentiniern natürlich gar nicht. Und dazu kommt noch, dass Brasilien 2021 ein ähnliches Gesetz wie Milei erlassen hat, nämlich dürfen brasilianische Clubs jetzt privatisiert werden. Das haben auch ein paar gemacht und so sehen sich die Milei-Anhänger und die Kritiker Tapias bestätigt, nämlich die Privatisierung soll auf jeden Fall kommen, um mit den Brasilianern mithalten zu können. Dass das nur ein Teil der Geschichte ist und dass das Gesetz erst 2021 kam, dabei außer Acht gelassen. Und genau in diesem Umfeld entstehen natürlich auch interne Gegner von Tapia. Nicht viele, wenn man ehrlich ist, ehrlicherweise nur einer. Und das ist Juan Sebastián Verón. Spielerlegende, auch in Europa, Vereinslegende und jetzt Präsident der Estudiantes de La Plata. Schon sein Vater war eine Vereinslegende. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, im La Plata Derby Video habe ich ein bisschen zu seiner Geschichte erzählt. Aber hier nochmal zur Erinnerung. Verón gilt bei den Estudiantes de La Plata quasi als unantastbar, denn nicht nur er ist eine große Vereinslegende, auch sein Vater war schon eine. Seine selbst ausgerufene Mission ist es, den argentinischen Fußball zu revolutionieren, beziehungsweise privatisieren. Dafür hat er auch schon jemand am Start, nämlich den amerikanischen Investor Foster Gillett. Und dieser Foster Gillett, der erwies sich eher als nicht so zuverlässig, sondern er wollte eher austesten, was hier so geht. Und so hat er mehreren Clubs hier Geld für Transfers geschuldet und mehrere Transfers sind wegen ihm geplatzt. Also hat Verón dieses Unternehmen mit Foster Gillett still und heimlich beendet. Es zeigte aber auch, für sein Vorhaben war er kompromisslos bereit, auch mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Dennoch macht Verón mit seinem Vorhaben unbeirrt weiter und er ist mittlerweile einer der lautesten und größten Kritiker Tapias. Die Eskalation des Streits zwischen den beiden wurde als sogenannte Pasillo-Affäre bekannt. Die Spieler der Estudiantes verweigerten den Ehrenspalier für Rosario Central. Die hatten als Verein mit den meisten Punkten des Jahres einen Pokal gewonnen, der so vor der Saison nicht vorgesehen war. Viele sagen, es war ein Geschenk an Di Maria, der Weltmeister war nach Argentinien zurückgekehrt. Die Estudiantes-Führung wehrte sich dagegen, behauptete, die Abstimmung dazu war nicht korrekt und entschied sich für den symbolischen Affront gegen die Verbandslinie. Die Spieler drehten sich beim Ehrenspalier um, ein Skandal, der weltweit Beachtung fand. Danach wurde Verón vom Verband, also von Tapia, für 6 Monate gesperrt. Er durfte sein Präsidentenamt nicht mehr ausführen. Aber Verón hatte die passende Antwort parat. Er fuhr einfach als Fan zu den Estudiantes und gab mehr Interviews denn je. Er wurde gefeiert in den Kurven und, wie das Märchen des argentinischen Fußballs so spielt, holten die Estudiantes mit ihm auf den Tribünen sogar die Meisterschaft. Er fand also so viel Aufmerksamkeit wie nie. Und so konnte er seine Änderungsvorschläge an den Verband laut anbringen und diese sahen unter anderem ein anderes Ligensystem vor, nicht nur die Privatisierung und das kam bei vielen Fans tatsächlich sehr gut an. Aber dennoch fand Verón nicht sehr viele Mitstreiter. Außer einen, Javier Milei konvertierte von den Boca Juniors zu den Estudiantes, er hängte einen Wimpel auf und bezeichnete sich ab sofort als Estudiantes-Fan. Das machte Milei natürlich, um den Druck auf Tapia weiter zu erhöhen. Und Tapia, der regiert, wie ich gesagt habe, seinen Verband so ein bisschen wie ein Patron. Und diesmal sollte die größte Machtdemonstration von Tapia folgen. Erstmal durfte er wegen laufender Ermittlungen nicht aus dem Land ausreisen. Nur gegen eine Kaution kann er seinem Job noch nachgehen als AFA-Präsident und den Verband in anderen Ländern repräsentieren. Also nur als kleine Zeitnotiz. Und jetzt also zur Machtdemonstration. Um sich und seinen Verband zu schützen, hat der Verband also nun getagt. Und hat eine Entscheidung getroffen, die wirkt, als würde Tapia den ganzen Fußball als Schutzschild vor sich stellen. Nämlich wurde der 9. Spieltag ausgesetzt. Dafür bekam er die Stimmen von einer überwältigenden Mehrheit der 46 Delegierten. Nur 4 haben dagegen gestimmt, beziehungsweise 3 haben sich später angeschlossen. Und wer war die Gegenstimme? Ihr dürft raten. Estudiantes de La Plata. Doch auch wenn das sehr mächtig wirkt, Tapias Macht bröckelt ein bisschen. In den sozialen Medien haben nur ungefähr die Hälfte der Clubs das Statement des Verbands gepostet und in den Stadien wird über Tapia mehr denn je geschimpft.
Denn diese Aktion, einen Spieltag einfach auszusetzen, stößt natürlich auf wenig Verständnis bei den Fans. Ich hab's ja gesagt, 3 Tage ohne Fußball und sie drehen hier alle am Rad. Tapia sieht sich selbst als Opfer einer Hexenjagd. Da werde ich immer sehr vorsichtig, aber Fakt ist auch, der Regierung tut es sehr gut. Aber sie haben auch wenig andere Möglichkeiten, außer ihn anzuklagen oder irgendwie aus dem Amt zu hieven. So passt auch ins Bild, dass eine Senatorin aus Mileys Regierung Chiqui Tapia bei der CONMEBOL-Ethikkommission, also beim südamerikanischen Verband, angezeigt hat, um ihn so des Amtes zu entheben. Natürlich wegen der noch im Raum stehenden Vorwürfe, also zu einem unpassenden Zeitpunkt, aber auch das soll den Druck auf ihn erhöhen. Und warum handeln die so? Warum machen die nichts anderes? Weil ihnen nicht viel anderes übrig bleibt. Jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Knackpunkt des Videos. Der International Governance der FIFA. Die FIFA-Schlüsselregel hier ist ziemlich simpel. Verbände müssen unabhängig geführt werden können und dürfen nicht Undue Influence durch Dritte erleiden. Das steht so in den Statuten. Und ja, die FIFA hat schon Verbände deswegen suspendiert, unter anderem Kenia und Simbabwe. Die wurden unter dem FIFA Council 2022 gesperrt, unter der Begründung Undue Influence. Bisher gibt es noch keine offizielle Drohung der FIFA, Argentinien zu sperren und Argentinien als Titelverteidiger für die WM zu sperren. Das würde der FIFA auch sehr schaden. Eine WM ohne Argentinien, ohne Messi, sehr schwer vorstellbar. Also Argentinien ist wohl too big to fail. Die Regierung hier in Argentinien agiert dennoch unter einem gewissen Risiko. Wo ist also die rote Linie? Wenn der Staat den Verband ersetzt oder faktisch eingreift, dann ist die FIFA zum Handeln gezwungen. Der Punkt ist, in Argentinien geht es gerade nicht nur um Fußball und nicht nur um die Weltmeisterschaft. In Argentinien geht es um die Frage, ob ein Staat seinen einzigartigen Fußball als Gemeingut schützen will oder ob sie den Fußball revolutionieren wollen und dem Kapitalmarkt öffnen. Und natürlich geht es auch um Vertrauen, Vertrauen in den Verband, Vertrauen in ein System des Fußballs hier in Argentinien, mit dem viele unzufrieden sind. Leider ist aus der ganzen Debatte Milei gegen Tapia geworden, aber für mich ist es Alien vs. Predator. Der Fußball verliert mit beiden. Wo ist denn der Kämpfer gegen eine totale Privatisierung? Vielleicht ein Kämpfer für was wie 50+1, dass der hier so einzigartige, mitgliedergeführte Fußball erhalten bleiben kann. Wer agiert denn im Sinne der Fans? Diese Frage stelle ich mir und da bleibt eigentlich nur zu sagen, sehr wenige momentan in Argentinien. Es gibt nur eine kleine Opposition gegen Tapia und Milei wird auch weiter regieren. Wer leiden wird, ist vielleicht der Fußball. Der Ausgang der WM 2026 ist sehr entscheidend für den Stuhl von Tapia. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und hoffe natürlich auf das Beste für den argentinischen Fußball, dass er so schön bleibt, wie er ist und vielleicht aber einen spannenderen Wettbewerb bekommt. Das wäre doch was Schönes. All das bleibt in diesem Machtkampf auf der Strecke und das in dem Land, wo der Fußball so wichtig ist, nämlich hier in Argentinien. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ich habe schon mal gesagt, das hat sehr viel Recherchearbeit gebraucht, dann lasst doch einfach ein Abo da und sonst sehen wir uns im nächsten Video mit einem tollen Stadionbesuch aus Buenos Aires.